Der MG Cyberstar kommt noch dieses Jahr auf den chinesischen und nächstes Jahr auf den großbritannischen Markt. Jetzt wurde auch noch das Interieur und die möglichen Preise bekannt gegeben. Also werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf diesen schicken Roadster, denn alles, was man aktuell dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bisher haben wir ja nur das Vorserienmodell des MG Cyberstar gesehen. Doch jetzt ist eine Fülle an neuen Informationen zum Vorschein gekommen. Darunter die Reichweite, Akkugröße und mögliche Preise. Der MG Cyberstar hat klassische Coupé-Proportionen mit einem kurzen Heck und einer langen Motorhaube. Außerdem hat er ziemlich große Überhänge und sportliche Lufteinlässe. Seine Scheinwerfer sind oval. Das Cabrio ist ein bisschen eine kleine Hommage an einige MG Roadster der alten Schule der 1960er und 70er Jahre. Von hinten bekommt der Cyberstar einen sportlichen Heckdiffusor, einen kleinen Kofferraum, pfeilförmige Rückleuchten und den Modellschriftzug. Der Innenraum der Serienversion des MG Cyberstar wurde nun in China offiziell enthüllt. Es scheint sich nur geringfügig von dem in Großbritannien gezeigten Vorserienmodell zu unterscheiden. Der MG Cyberstar verfügt über ein herkömmliches Lenkrad anstelle eines Yoke-Lenkrads. Es sieht aber stark danach aus, dass das Yoke-Lenkrad eine zusätzliche Option sein wird, während das normale Lenkrad serienmäßig ist. Apropos Lenkrad, es hat 3 Speichen und eine flache Unterseite. Es verfügt außerdem über einen Fahrmodus-Wähler und einige zusätzliche Schalthebel dahinter. Es hat also grundsätzlich ähnliche Funktionen wie das Yoke, jedoch in einer konventionellen Form. Neben dem neuen Lenkrad können wir hier auch die Farbe einer der Innenausstattungen sehen. Und die ist in Weinrot gehalten, während die Vorserienversion ein Rot-Schwarz-Weiß Farbschema hatte. Säulen und Dach sind die einzigen schwarzen Elemente im Innenraum. Dieses Rot passt an sich super zu dem Roadster. Auf den Türverkleidungen des Cyberstar sind auch noch Knöpfe zur Sitzverstellung zu sehen. Die Bildschirme des MG Cyberstar bleiben gleich, der Fahrer hat insgesamt 3 Bildschirme vor sich. Sie bilden sozusagen einen gebogenen Monitor, der hinter dem Lenkrad sitzt und ziemlich gut aussieht. Auch der Mitteltunnel bleibt im Vergleich zum Vorserienmodell unberührt. Das Auto verfügt über eine Reihe berührungsempfindlicher Tasten zur Klimatisierung. Unter diesen Tasten können wir den Gangwallschalter erkennen, der durch einige physische Tasten dargestellt wird. Darüber hinaus gibt es im Auto 2 Feststellbremsknöpfe. Der erste befindet sich im Mitteltunnel, der zweite links vom Lenkrad. Zurück zum Mitteltunnel gibt es einen weiteren Bildschirm, die Verdeck-Kontrolltasten und ein paar Getränkehalter. Das Enercap Smart ist einfach zu bedienen. Ein Knopf und selbsterklärende Anzeigen. Die Einrichtung ist kinderleicht, einfach in die Starkstromsteckdose stecken und los geht's. Mit 11 kW Leistung kann man jedes moderne Elektroauto laden. Das Enercap Smart gibt es übrigens mit App-Anbindung, Tesla-Modus und in 6,5 und 10 Meter Länge. Wenn ihr das Ladekabel haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibungsbox und wenn ihr beim Checkout den Code Project Drive eingebt, bekommt ihr 10% Rabatt. Also viel Spaß mit dem Enercap Smart Ladekabel und weiter geht's. Der MG Cyberstar mag auf den ersten Blick wie ein kleines Fahrzeug aussehen, aber für einen Roadster scheint er ziemlich groß zu sein. Er ist nämlich 4,53 Meter lang, 1,91 Meter breit und 1,32 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,69 Meter. Nur als Vergleich ist er 188 mm länger als der Porsche Cayman. Der Cyberstar ist auch ein ziemlich schweres Auto für seine Größe. Das Leergewicht beträgt nämlich, also je nach Version, 1850 bis 1985 Kilogramm. Das Bruttogewicht erreicht bis zu 2210 Kilogramm. Noch erwähnenswert ist, dass der Cyberstar mit 245er 20 Zoll Rädern an der Vorderachse und 275er 20 Zoll Rädern an der Hinterachse ausgestattet werden kann. Das Einstiegsmodell wird mit 245er vorne und 275er Rädern hinten auf 19 Zoll Felgen ausgestattet sein. Laut den Zulassungsunterlagen verfügt der Cyberstar über 2 Batterieoptionen. Zum einen die 64 Kilowattstunden Batterie und die größere mit 77 Kilowattstunden für 501 bis 580 Kilometer Reichweite nach CLTC. Diese Reichweitenzahl sieht recht klein aus, aber MG konnte hier aus Gewichtsgründen keinen größeren Akku unterbringen.
Der Einstiegs-Roadster hat einen Elektromotor an der Hinterachse mit 314 PS. Die Top-Ausstattungsvariante des Cyberstar verfügt über Allradantrieb und 2 Elektromotoren. Vorne sitzt der erste mit 204 PS, der zweite Elektromotor sitzt an der Hinterachse und leistet 340 PS. Die Gesamtleistung des E-Cabrios beträgt also 544 PS, was für einen Roadster schon richtig stark ist. Seine Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h liegt bei genau 3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt. Wie bereits erwähnt, wird der MG Cyberstar dieses Jahr auf den chinesischen Markt kommen. Gerüchten zufolge soll der Preis in China bei 37.700 € beginnen. Andererseits wird es 2024 sehr wahrscheinlich mit einem Startpreis von 64.000 € auf den britischen Markt kommen. Der MG Cyberstar sieht ja schick aus und so weiter. Das Ding ist nur, dass der BMW Z4 bei uns ab 50.000 € startet und der Porsche 718 Boxster ab ca. 64.000 €. Das bedeutet, dass der MG Cyberstar auch auf unserem Markt einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt sein würde. Es wird für MG wirklich schwierig sein, mit einigen gleichpreisigen oder sogar günstigeren benzinbetriebenen Roadstern zu konkurrieren. Was sagt ihr zum MG Cyberstar? Ist er den Aufpreis wert? Und wie gefällt er euch eigentlich? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!